Das vierte Produkt, das wir uns anschauen, ist das Airgun Waffenfett. Adrian, bei dir vorne ist es. Jetzt Butter bei die Fische. Warum ist es besser als andere? Was macht so außergewöhnlich gut? Vieles. Die Druckbeständigkeit vor allem. Druckbeständigkeit heißt, wir haben einen besseren Druckpuffer zwischen den Metallen, die es schmieren soll. Wir haben eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit von minus 50 Grad bis 250 Grad plus. Das ist sehr viel. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo haben wir denn 250 Grad bei der Waffe? Nicht die ganze Waffe wird so heiß, aber punktuell haben wir dadurch natürlich sehr große thermische Belastungen und da sind wir sehr stark drin. Auch durch die Verwendung von dem Mikrokeramik, das wir drin haben, im Vergleich zu einem PTFE oder einem Kunststoff oder einem anderen Stoffen, die quasi nicht temperaturbeständig sind. Silikon ist auch so ein Thema. Sind wir hier sehr sicher unterwegs, weil wir noch höhere Temperaturspitzen aushalten. Und ein anderer großer Vorteil ist, dass es einfach den Aggregatzustand über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht verändert. Das heißt, es verklumpt nicht, es verwachst nicht, es verharzt nicht und deswegen natürlich perfekt bei der Anwendung von Waffen. Gerade das Verharzen hatten wir ja mal bei einer Restauration von dem K98, dass das dann wirklich überhaupt nicht mehr leichtgängig war und richtig geklebt hat eigentlich, also dass das ganze Repetieren eigentlich praktisch überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Genau. Was sagst du von der Anwendung her? Wo wende ich das jetzt? Wir haben jetzt hier eine 1911, ein G36. Wo wendet man das denn genau an, zum Beispiel jetzt bei den Waffen oder wo packt man das rein? Genau, also alles, was sich bewegt, sollte geschmiert werden, um eben Verschleiß zu vermeiden. Die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Störungen, die man bei Waffen hat, kommen sehr oft aufgrund von Verschleiß. Wenn ich keinen Verschleiß habe, auch keine Probleme in aller Regel. Bei so einer Waffe jetzt zum Beispiel, das ist eine Heckler & Koch 243, also die zivile Version von dem G36, haben wir zum Beispiel hier vorne die Mündungsbremse. Hier haben wir das Problem oftmals, dass der Metalllauf ein anderes Material hergestellt worden ist als der Mündungsbremse, oder der Schalldämpfer. In dem Sinn, hier in dem Fall Aluminium. Da kommt es zu Temperaturspannungen bzw. zu Temperaturunterschieden und deswegen zu Spannungsunterschieden. Dieses Gewindevoll zum Beispiel müsste geschmiert sein. Das hält dann sehr gut und gerade hier haben wir auch unglaublich hohe Temperaturen. Schützt dann vor Korrosion, das ist eigentlich der Hauptgrund und es backt eben nicht fest. Also wenn ich das nach ein paar hundert Schüssen mal wieder tauschen möchte oder reinigen möchte, kann ich es einfach runterschrauben, sonst ist es wahrscheinlich festgerostet. Dann ganz klar bei solchen Waffen der Verschluss. Diese ganzen Halbautomaten, also diese Gasdrucklader oder indirekten Gasdrucklader, wie wir es jetzt hier haben, haben natürlich einen Verschluss, der sich sehr schnell vor und zurück bewegen muss. Der muss geschmiert sein. Hier würde ich jetzt auf keinen Fall arbeiten mit einem Mittel, das irgendwie lösungsmittelbasiert ist oder Lösungsmittel enthält, weil eben die ganzen Schmauchspuren dann angesammelt werden würden. Das passiert mit unserem Fett nicht. Das heißt, der Schlitten läuft. Da hake ich mal ganz kurz ein, aber woran merke ich denn, dass das andere jetzt zum Beispiel Lösungsmittel enthält? Wenn ich jetzt irgendwo in den Laden reingehe, steht da nicht drauf, Achtung, Lösungsmittel dabei, sondern ja, also das heißt, man muss eigentlich das Produkt kennen, bevor man es verwendet letzten Endes. Und, ja, also macht natürlich Sinn, dass man, egal was man verwendet, egal wo, muss man sich ein bisschen auskennen damit, im besten Fall. Grundsätzlich kann man sagen, alles was reinigen soll, hat in aller Regel Lösemittel enthalten. Und diese Lösemittel reinigen natürlich dann den Schmutz. Und das will ich natürlich beim Reinigen auch machen, möchte es aber beim Schmieren eben nicht haben. Okay. Das heißt, jedes Mittel, was ich im Verschluss drin habe und gleichzeitig reinigen kann, führt ja zwangsläufig dazu, dass es den Dreck einsammelt und ich nicht schmiere, sondern schleife. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, deswegen bin ich der Ansicht, dass ein Mittel, was reinigen kann, nicht schmieren kann. Du hast gerade angesprochen gehabt, die Druckbeständigkeit von dem Fett. Wie kommt sowas zustande? Wie unterscheidet sich das zu anderen Fetten? Genau, also die Druckbeständigkeit, oder die misst man normalerweise in Kilo oder Newton und schaut quasi, wie viel Druck hält das Schmiermittel aus zwischen zwei Metallen. Das kann man recht gut messen, auf einer Reichert-Waage heißt das Ganze. Und die gibt quasi Ausschluss auf die Schmierwirkung des Fett oder des Öls. Was wichtig ist bei dem Ganzen, ist der Aufbau von dem Fett, beziehungsweise dass man eben eine hohe Schmierwirkung hinbekommt und eine große Druckbelastung hinbekommt, nimmt man eben Fette, weil hier der Druckpuffer größer ist als bei normalem Öl. Und viele gingen dann hin in der Vergangenheit und haben dann diese Fette additiviert. Das heißt, man hat dann Festschmierstoffe in diese Fette reingemischt, um durch PTFE oder durch Silikone oder durch Keramik zum Beispiel höhere Schmierwerte hinzubekommen oder höhere Druckbelastung hinzubekommen. Das Ganze funktioniert sehr gut.
hat aber auch irgendwann ein Ende. Und deswegen gingen wir einen anderen Schritt oder einen anderen Weg bei der Entwicklung von diesem Spezialfett und haben quasi kein normales Rohfett genommen, wo wir dann einfach additiviert haben, also mit Keramik reingeschüttet haben quasi auf Deutsch, sondern wir haben den Aufbau komplett verändert, um eben diese Druckbelastung hinzubekommen. Und deswegen haben wir kein Basisfett in dem Sinn, sondern arbeiten eigentlich mit einem sogenannten Druckschwamm. Man muss sich das vorstellen wie ein Küchenschwamm auch. Und in diese Hohlräume wiederum haben wir dann Öl hinzugefügt und Keramik hinzugefügt, sodass wir quasi ein Gerüst haben, in dem sich ein Öl mit Keramik mischt und dadurch einen sehr, sehr guten Druckpuffer hat. Und damit es aber auch langanhaltend funktioniert und dieser Schwamm nicht kaputt geht, wird das Keramik in diesen Zellen, kann man sich das vorstellen, elektrisch geladen, sodass quasi in diesen Zellen immer Keramikplatten sind, die sich anziehen und wenn es von oben ein Druck kommt, fassen die sich wieder zusammen. Und das Ganze führt natürlich zu einer unglaublichen Druckbeständigkeit und zu einer unglaublichen Langlebigkeit von dem Schmierfett selber oder vom Schmieröl auch. Das macht es auch ein bisschen teurer, weil der Aufbau viel, viel komplexer ist, aber es hält einfach lange. Welchen Vorteil haben denn jetzt, ich sag mal, die Luftgewehrschützen davon? Weil die sind ja auch eine Hauptanwendergruppe von diesem Waffenfett. Richtig, genau. Also wir haben einige Kunden, die das Fett als Kolbenfett verwenden. Das heißt, der Kolben, der beim Federdruckgewehr sehr, sehr, sehr schnell sich bewegt und natürlich auch gleichmäßig sich bewegen soll, gleichmäßig schnell sich bewegen soll, hat immer das Problem, dass die Schmierung im Kolben natürlich gleichmäßig verlaufen soll. Und je besser diese funktioniert oder je gleichmäßiger der Reibungswiderstand des Kolbens im Zylinder ist, desto höher ist die Präzision auch. Also da sind eigentlich die Anforderungen an ein Schmierfett sehr, sehr, sehr hoch, was man oft unterschätzt tatsächlich. Bei dem Kolben quasi, wenn der gleichmäßiger läuft, wenn der mit gleichem Widerstand ständig im Zylinder sich bewegt, habe ich einfach eine gleichmäßigere Mündungsgeschwindigkeit und deswegen natürlich eine höhere Präzision. Okay, super, ja. Alle anderen Teile, wenn die zu eng gepasst sind, würde ich das Schmieröl empfehlen und für alles, was grob ist und wo das Fett reinpasst, auf jeden Fall das Fett nehmen. Also das heißt wahrscheinlich auch an der Feder direkt und so weiter? Feder auf jeden Fall, genau, Feder, genau. Da haftet es einfach unglaublich gut. Ja, das bringt an der Federführung dann letzten Endes, wenn man umbaut, dass man da auch noch ein bisschen Fett anbringt, dass da, und da hat man oft, dass es so, gerade wenn man länger ist, dass es so ein bisschen kratzt und sich abarbeitet und so weiter und das ist natürlich... Das sollte eben genau nicht passieren, weil dadurch haben wir natürlich dann wieder unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Distanzen und unterschiedliche Präzisionswerte natürlich dann auch. Ja? Das ist einfach das Problem beim Luftgewehr, dass einfach die V0, also gerade die Geschwindigkeit des Diablos natürlich immer exakt gleich sein sollte, um die maximale Präzision zu generieren. Genau, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb, ihr habt es ja schon öfters bei Tests bei mir gesehen, weshalb manche Federdruckluftgewehre da teilweise 8 bis 10 Meter Schwankung in der V0 haben und wieder andere, die dann wirklich von dem Profi überarbeitet worden sind, dann auf 1 oder 2 Meter kommen und auf 25 Meter, gerade wenn man 1,5 Zentimeter Ziele beschießt, macht es unglaublich viel aus, wenn man da, ich sag mal, diese Schwankungen halt eben drin hat. Genau, das sind Kleinigkeiten, die Sie nachher summieren. Genau. Ja. Okay, super. 20 Gramm sind drin, halten wahrscheinlich auch eine Ewigkeit oder wie ist es von der Anwendung her, wie viel packe ich da drauf von diesem Fett? Ja, also wir haben es mal gewogen, bei so einer Waffe ungefähr 0,2 Gramm pro Anwendung. Okay. Also das, überschaubar. Das hält dann doch eine Zeit lang. Und wenn nicht, könnt ihr ja Neues kaufen. Also von daher, das Ärger an die Waffenfett ist unser 4. Produkt, das wir euch vorstellen.